Wir sind für 3 Tage auf Fraser Island und campen auf dieser Insel und wir zeigen euch, wie es bei uns aussieht, was wir machen, welche Aktivitäten wir machen. Wir haben 2 Autos dabei. Wir sind ungefähr im mittleren Teil von Fraser Island, also es wird sehr, sehr geil. Wir haben geplant, Alley Creek zu machen, das ist so ein Fluss, wo man reiten kann mit so aufblasbaren Dingern auf jeden Fall. Und wir haben auch noch vor, zu den Champagne Pools heute zu gehen. Das wird auch sehr, sehr, sehr geil. Wir haben uns Zelte schon richtig schön aufgebaut. Da ist ein dickes Zelt, da schlafen 3 drin. Ich, Lisa und Janae sind die Aussies, mit denen wir heute campen gehen. Und die ganzen Tage 3 Nächte, das wird richtig cool. Das ist auch noch ein Tent. Da haben wir den Idioten, das ist Jack. Ja, und wir genießen die Zeit und wir geben euch ein paar Einblicke, was es hier so gibt. Guten Tag! Der Sauertent ist für 3 Personen, für Janae, Lisa und mich. Und jetzt kommen wir weiter. Hier haben wir das Zelt von dem Idioten Jack. Zoom mal einfach richtig fett auf ihn ran. Ja, top. Okay, alles klar, wir gehen weiter. Hier sieht man alles natürlich nicht alkoholisch. Hier haben wir Essen eingekauft. Das ist das Tent von Demi und Liv. That's a tent. Und das ist das Zelt von Jay und Lauren. Top. Jetzt haben wir alle Tents geklärt. Und ja, wir sind hyped. Wir gehen nach dem Essen, frühstücken jetzt Bacon mit Egg. Und danach gehen wir direkt zu den Champagne Pools. Bin sehr, sehr hyped. Hast du Bock? Ja. Extrem Bock? Ja. Okay, dafür hast du das Mikrofon bekommen? Ja. Okay, alles klar. Hui. They run really fast and scratch really hard, so don't. Wir fahren jetzt zum Champagne und wir fahren jetzt quasi die ganze Zeit 1,5 Stunden lang am Strand entlang. Wird sehr, sehr nice. Und man sieht ab und zu so Dinge. Findest du es? Das ist der absolute Wahnsinn. Absolut. Der Wahnsinn. Seht euch das an. Das sieht extrem. Ja. Dort wird geschwommen. Und hier ist die Sonne. Nee, da ist die Sonne. Yeah. Willkommen, das sind die Champagne Pools. Die heißen so, weil normalerweise ist es so richtig Champagner-mäßig im Wasser. Aber jetzt ist es nicht so, weil wir noch keine Flut haben. Aber trotzdem, es sieht wundervoll aus, wie man sehen kann. Wir sind schon schwimmen gegangen, wir gehen gleich nochmal schwimmen. Wir enjoyen den Tag bislang sehr. Da drin sind sogar Fische, kann man auch sehen, weil es richtig schön durchsichtig ist. Ich kann es wirklich empfehlen, es sieht unfassbar schön aus. Du kannst auch mal die Steine da hinten filmen und so. Das sieht richtig geil aus und das Wasser trieft so runter. Da vorne sind die Idioten. Ja. Wie findest du es? Erzähl mal. Ich finde es richtig schön. Wir haben sehr viel Spaß mit unseren Freunden. Oh ja, und das ist jetzt unsere letzte Reise vor unserem Ausflug. Wo geht's danach hin? Bali! Bali. Das ist welcher Tag? 2. Tag 2. Tag 1 haben wir nicht wirklich gefilmt. Es war nur quasi Ankommen. Ja, und genau. Saufen! Nein, es ist wirklich schön. Vor allem hier muss man keine Sorgen haben, dass irgendwelche Haie oder so sind. Also es gibt hier tatsächlich ganz viele Dingos, aber bislang sehen wir keine. Also wir haben auch ein Dingo-Netz bei uns auf dem Campingzelt oder Camping-Area, aber ja, braucht man sich eigentlich keine Sorgen machen. Trotzdem aufpassen. Ja, die Dame hat extrem Schiss. Aber wir haben doch schon welche gesehen. Ja, nur ein paar. Alles gut. Wir genießen den Tag weiterhin und ja. Und auf einmal stand ein Dingo vor uns. Wir fanden es natürlich erstmal cool, einen Dingo zu sehen, aber der Dingo kam uns wirklich unnatürlich nah. Einige Leute vom Strand haben uns dann auch empfohlen, uns nicht wirklich viel zu bewegen und einfach still stehen zu bleiben. Jedoch kam der Dingo wirklich immer näher und wir haben uns dann dazu entschieden, einfach wegzugehen und uns vom Dingo zu entfernen. Dann wollte ich Lisa die Kamera geben, damit sie ein bisschen filmen kann, aber sie hat einfach den Sound ausgestellt und ist einfach mal weggerannt. Chris, ich kann das nicht mehr. Chris, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Dann habe ich probiert, Lisa zu finden und dort saß sie am anderen Ende des Strandes, wo sie über ihr Leben nachgedacht hat.
you want me to go pet him? Das ist der Dingo, der auch bei uns gerade war. Der ist einfach hier komplett langgelaufen. Wir wollten hier eigentlich Essen machen. Oh my god! A dingo! Can we do a quick thumbnail? Can you all just stand there? Here we have 4 boys working on the dingo in the background. Coming right towards him. No idea. Hey boys, just be careful because the dingo's on your left. That way, mate. That way. Der ist halt einfach den ganzen Weg da lang gelaufen. Bis zu uns. Das ist wirklich so richtig viele Kilometer. Face off. Hast du Angst? Nein. Boah. That looks beautiful. Such nach Holz, nach Feuerholz finden. Das Camp. That's gonna fit in the fire pit, right? You know this still isn't going to fit in the fire pit, right? Yeah. Was machen wir jetzt? Lagerfeuer. Get out of you fucking cunt. What did you say? Huh? Get out of you fucking cunt. Shut the fuck up. I think we should start learning tribal witch music. Wir spielen jetzt Donkey Ball in Australien. Die Australier kennen das nicht, wir müssen das erstmal erklären. Ja, wir spielen jetzt. Ich habe den Namen vom Spiel vergessen, aber egal. Du wirst einen Ball auf eine Flasche. Ja, aber das gibt es keine Ahnung. Ja. Oh my god! Oh god! Oh fuck! You need to go! Fuck! Give me! Stop! 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 Ja, wie habt ihr euch geschlagen? Sag mal. Chris, halt einfach. Tell me what you know about dreaming, dreaming. Do it. Nothing. Tell me what you know about I'm back. Oh! Oh! and I know everything that's shine ain't always gonna be gold. Hey, I'll be fine once I get it. Verpiss dich. Verpiss dich. Very good. It's just Powerade and vodka. Just 2 sips. It's basically vodka and vodka. Yummy. Jetzt mal ehrlich, unter uns Deutschen, das ist wirklich nicht viel. Die stellen sich alle an. Ich hab's gerade probiert, es ist wirklich nicht viel. He said all of you are dicks. And he fucking hates you. He's drinking my drinks? I'm not. You better not. Scheiße. Tag 3 beim Camping. Wir sind jetzt bei Ellie Creek und wir haben jetzt eine aufblasbare Matratze, 2 Boogie-Boards und dann gehen wir ins Wasser und schwimmen ein bisschen im Fluss und lassen uns treiben. Ich habe Unterwasser-Case dabei, ich kann ein bisschen filmen. Fuck, wo? Hi? Oh. Hier. Jetzt gehen wir mit dem Boogieboard hoch zum Fluss und lassen uns jetzt den ganzen Weg heruntertreiben. Wir haben alle richtig Bock. Es ist gutes Wetter, was wir nur machen. Und ja, hoffentlich werden wir nicht wieder von Dingos attackiert und hoffentlich rennt Lisa wieder nicht weg. Aber nee, das wird schon. Die sind zwar scheinbar sehr viele Dingos, aber passt. Just pull me, just pull me, just pull me, pull me.
Also es macht Spaß, aber das Wasser ist halt manchmal sehr flach. Also nicht tief genug, damit man halt auf so einem Boogieboard zum Beispiel drauf reiten kann. Man braucht wirklich so einen Ring oder sowas. Und man darf wirklich nicht zu schwer sein, weil sonst kann man ja gar nicht lang fließen. Ja, wir sind jetzt bei Lake Mackenzie angekommen. Auch hier wieder extrem schön. Aber es ist gerade ein bisschen kälter geworden, weil die Sonne gegangen ist. Und wir haben den falschen Weg genommen. Deswegen sind wir ein bisschen später angekommen. Es ist jetzt so 4:30. Ja, aber es ist trotzdem ultra schön. Vor allem da so die hellblauen Stellen kommen gar nicht so richtig auf Video rüber. Obwohl geht. Ja, aber man kann es wirklich klar sehen. Also es ist sehr empfehlenswert hierher zu kommen. Aber hier sind auch viele Dingos. Aber jetzt gehen wir direkt wieder zu unserem Campingground, essen was und dann war es auch für den Tag. Wir sind zu spät losgefahren und jetzt ist unser alter Weg einfach mit Wasser voll. Jetzt suchen wir einen alternativen Weg und ja, wir folgen jetzt einfach einem Auto und hoffen, dass wir zu unserer Campsite kommen, weil das Wasser steht halt bis zum Strand so und du kannst halt nicht langfahren. Zu diesem Zeitpunkt rückte die Flut immer näher. Es war eine richtige Herausforderung für uns ins Camp zu kommen und dann hätten wir auch noch fast beide Autos geschrottet. Put your high beams are on. Huh? Oh, fuck. Alright, okay. Yeah. Easy. Dude, that water fucking horrified me. I lost my fucking shit. These guys don't know. Yeah, that water is fucked. Yeah, we're good. You want me to go ahead again? Nach dieser Horrorfahrt hat es dann auch einfach mal angefangen, richtig schön zu regnen. No, fuck this. Fuck this. I don't like that. It's just raining a bit. A bit. My mattress is wet. Yeah, it's water. Okay, that little rain turned into a waterfall. Ja. Okay. Das bisschen Regen hat sich jetzt als tatsächlich ein Wasserfall herausgestellt. Und ich bin jetzt der Einzige, der noch im Zelt ist. Sehr, sehr geil. Ja, es regnet nämlich ins Zelt hinein. Also man wird die ganze Zeit von Tropfen gehittet. Ja, jetzt liege ich hier. Aber ich gehe lieber mit dem Schiff unter. Ich gehe nicht ins Auto. Das wird schon noch. Alles gut. Kacke. Dass das nicht geholfen hat, muss ich euch glaube ich nicht erklären. Okay, ist vielleicht doch ein bisschen nasser geworden tatsächlich. Schlafen ist jetzt nicht mehr so geil. Hier, jetzt so. Meine Seite ist noch ein bisschen trocken, aber ist jetzt nicht so. Nö, also. Nö, muss jetzt auch nicht sein, ne? Aber frech vom Wetter. Die Matratze ist komplett nass. Also man kann sich gar nicht drauflegen. Ich bin jetzt hier. Ja. Und hier werde ich jetzt den Rest der Nacht alleine pennen, weil die Frauen sind im Auto, weil es hier zu nass ist. Hammergeil. Ja, wir sitzen jetzt schon in der Fähre. Wir haben schon das ganze gesamte Camp abgebaut. Es ist nicht wirklich viel passiert. Wir haben wirklich den Abend nur noch ausklingen lassen, sind eingeschlafen und ja, haben den Rest genossen. Und ja, jetzt geht's nach Hause, jetzt geht's zurück nach Brisbane. Jetzt werden wir erstmal mit der Fähre nochmal 20 Minuten fahren und das Meer nochmal genießen und uns von der Insel da vorne verabschieden. Machen wir so einen Dreier-Zoom. Ja, super geile Insel. Hammer. Geiler Shot, Lisa. Komm zurück. Dankeschön. Und dann fahren wir erstmal 3 Stunden wieder zurück nach Brisbane. Wie fandest du's? Sag mal. Ja, ich muss immer. Also die Insel war mega, mega cool. Ich kann das wirklich jedem empfehlen. Vor allem, wenn man die richtigen Leute dabei hat, dann macht es noch mehr Spaß. Das kann man gar nicht in Worte beschreiben, was wir alles gemacht haben. Aber ja, ich fand's richtig, richtig cool. Also wirklich geile Tour. Wörter können nicht beschreiben, wie dankbar wir sind für diese Fraser Island Tour. Wir hatten so viel Spaß und Erinnerungen für die Ewigkeit.
And now to our Aussie mates, thank you so much. We appreciate everything you did for us. Much love. Verpiss dich.